Der mächtige Seeadler mit einer Flügelspanne von bis zu 2,50 Meter, einer der größten Greifvögel unserer Erde. Hallo, willkommen auf Schmidts Zeichenwelt. Heute möchte ich dir eine meiner Seeadlerzeichnungen vorstellen. Doch bevor es losgeht, zeige ich dir, wo ich die Inspiration hernehme. Hier sitze ich gerade in einem Nationalpark und beobachte den Anflug des Adlers auf sein mächtiges Nest, das mehrere hundert Kilo wiegen kann und über 2 Meter hoch sein kann. Hier in einer wundervollen, kräftigen alten Eiche gebaut. Gleich schauen wir auch in das Nest hinein. Da sind mir wirklich wundervolle Aufnahmen gelungen. Du siehst, wie der Altvogel hier den Jungvogel füttert. Der Jungvogel oder die Jungvögel, du siehst ja zwei, insgesamt sind 3 im Nest. Ja, man sieht sie vielleicht ganz schwach, gleich noch etwas besser. Hier sitzt der Vogel auf einem Eichenast. Du siehst die Eiche und du siehst jetzt den Jungvogel wesentlich besser. Hier noch eine andere Aufnahme. Ja, du siehst die Größenverhältnisse. Rechts sitzt immer noch der Altvogel auf dem Ast, den ich gerade erwähnt habe. Und in der Mitte des Nestes siehst du jetzt die Jungvögel. Ja, noch relativ dunkel vom Gefieder her, machen schon ihre ersten Flugversuche und spielen miteinander. Ja, und das Nest siehst du halt aus vielen trockenen Kiefernzweigen zusammengetragen mit mehreren 100 Kilo. Und genau dieser Blick des Adlers, des Altvogels, hat mich so fasziniert und inspiriert. Und jetzt geht es zu meiner Zeichnung. Also ich habe ein Porträt des Seeadlers gezeichnet. Hier siehst du, wie ich ihn langsam aufgebaut habe. Und gleich kommen wir zu dem Video, wo ich etwas zu den Details sage. Du siehst, ich baue hier mit einem 4B Bleistift Schritt für Schritt das Gefieder um den Kopf herum auf. Ja, ich arbeite immer mit der Wischtechnik. Ich zeichne, verwische und lege so mehrere Schichten immer wieder übereinander, um diesen realistischen Effekt hinzubekommen, ja, als wenn man in die Federn hineinpusten kann. Das Auge beim Adler ist natürlich sehr, sehr wichtig. Hier gilt es darum, das Auge lebendig zu zeichnen, einen schönen Kontrast zwischen Pupille und Lichtreflex hinzubekommen, denn das zeigt ja auch die Lebendigkeit an. Ja? Du siehst, wie ich hier unterhalb des Schnabels nochmal einen Schatten setze. Ja, man kann sagen, das war die Unterlippe, und hier arbeite ich weiter das Gefieder am Kopf aus. Ja? Also Schicht um Schicht lege ich hier rüber, sodass das immer mehr entsteht. Jetzt geht es in den Halsbereich über. Ja, hier sind die Federn, werden sich Stück für Stück etwas länger. Und ich hole jetzt auch schon einzelne Federn explizit heraus. Ja, also es ist immer ein Abgleichen Stück für Stück des gesamten Kopfes. Ja. Bleistifte werden immer spitzer gemacht zum Schluss, sodass es immer realistischer wird. Ja. Und die Pupille dunkle ich auch immer regelmäßig nach. Also schrittweise passe ich alles aufeinander ab. Das Abstimmen der Zeichnung ist immer besonders wichtig, sodass das Gefieder und der Kopf letztendlich, also der ganze Kopf, eine Einheit bildet. Ja. So, hier werden noch einzelne Federbereiche am oberen Teil des Kopfes verstärkt und sichtbarer gemacht, ja, sodass das Federkleid wirklich einen schönen 3D-Effekt bekommt. Du siehst, das ist minutiöse Arbeit hier, Stück für Stück das immer zu zeichnen, aber es ist total ein schönes Gefühl, wenn der Adler wirklich beginnt zu leben auf der Zeichnung. Ja. Wenn du magst, schau dir auch meinen Zeichenkurs an, Vögel zeichnen der Adler. Das findest du alles unten in der Beschreibung, neben weiteren Zeichenkurse. Und jetzt siehst du das fertige Kunstwerk nochmal komplett gerahmt. Ja, ich bedanke mich für dein Zuschauen. Folge mir gern, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns zum nächsten Video.